gefallen? Die Neuankömmlinge. Kapitel 4. Ah, Holmes. After our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this New World heat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why didn't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! Good Lord, what have you done? That's my stuff. Wie da steht. It was an accident. Wie da steht, Koffer. Hier werden die Kapitel aber heute durchgeballert. Hä, wir sind ja auch schon seit 5 Stunden am Spielen. Wir haben gerade mal 3 Kapitel geschafft. Aber es ist schon krass, wie viele Verweise auf Chapter 1 dabei sind. Werde ich wahrscheinlich doch auch hochladen müssen. Aber ich werde dieses ganze... Ach, da waren so viele Nebenquests, ne? Ich überlege, wie ich das schneide, dass das nicht so ewig lang ist. Na, muss ich mir noch überlegen. 4 Stunden am Spielen. Nee, ich habe vor 5 Stunden auf Record gedrückt. Vor 5 Stunden 16 Minuten. Ich bin seit 6 Stunden live. Tellerrand, aber ist okay. Ist okay. Die Spuren führen nach Orleans. Genau, das hatten wir schon. So, dann fragen wir mal ein paar Leute. May I ask for your assistance? Oh, I know this. Yeah, let me help you. Die Bank befindet sich in der Straße oberhalb des Hafens, links am Hafenamt vorbei, gegenüber von Chinatown. Could you help me? It isn't possible for me to help you. I'm sorry. Oh, guten Morgen, Saki. In der Straße oberhalb des Hafens, links am Hafenamt vorbei. Schön, dass der aussieht, oder? Mit den Dampfer. Hafenamt. Gegenüber von Chinatown. Also müsste das ja jetzt hier die Bank sein, oder? Der Union Station? Police Department. Hä? Warte mal. Links am Hafenamt vorbei gegenüber von Chinatown. Das war jetzt das Hafenamt, oder? Aber Masters Office, ja. Hier kann man ja nicht weiter. Das zweite Mal heute. Ja gut, aber das ist, glaube ich, 3 Stunden her oder so, ne? Oh, scusi. Banking House. Ah, hier ist es doch. Guten Tag. Mr. Frank Barnaby, right? Auction's about to start. Blinzelt. Hat er erstmal kurzsichtig, wenn man blinzelt? Versteckte Boulevardzeitung. Abraham Lincoln lebt. Oh, der hat eine Knarre in der Hand.
Sandwich in der Tasche. Der Wachmann vor der Bank gibt ein bemerkenswertes Bild ab. Er liest mit einem Sandwich in der Tasche ein Schmierblatt mit der Schlagzeile Abraham Lincoln lebt. Und wirkt so wie ein paranoider Narr mit geringem kulinarischem Anspruch. Sein Blinzeln deutet darauf hin, dass er extrem kurzsichtig ist. Paranoider Narr hinter... Ich bin der für Zweiteres, ja? You have me mistaken, sir. My name... If you ain't Frank Barnaby, you ain't coming in. Listen, the fate of many lives is at stake. I'm sure it is. So, not going to let me in then? No name, no invitation, no entry. Okay. Aber ich glaube, wenn ich es gesagt hätte... Die Bank ist für reguläre Besucher geschlossen. Der Wachmann lässt nur noch Frank Barnaby rein. Wir müssen uns verkleiden. Frank Barnaby ist im Besitz einer Einladung. Wer verbirgt sich hinter A? Ja, da haben wir noch gar nichts. Okay. Okay. Holmes, over here. Any luck? None. They're holding an auction, invitation only. The good news is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Frank Barnaby, most likely a local. And do you think Mr. Barnaby would be happy to share his invitation? Let us first find him, Natürlich. then we can see if he is the generous type. May I ask for Der your wird es assistance? nicht wissen. Oh, I've heard talk. Doch. Die Einheimischen sagen, dass er in Chinatown einen Laden namens Barnaby's Hidden Gems hat. Mal gegenüber von Chinatown, da ist... Entschuldigung! How marvelous, Holmes. A city How within a city. marvelous. Indeed, those lanterns are delightful. It is as though we have been transported to the Orient itself. Ramen! Ramen! Gib mir Ramen! Casino? Jetzt sind wir schon wieder durch, oder? Bademehl, Gunstore. Ich fühle mich verfolgt. Da ist er doch. Locked. No one's here. Na, super. Der Laden ist geschlossen. Es ist ja eine Frechigkeit. Excuse me, just one question. Don't be angry with me, sir, but I don't know. Darf ich einbrechen, bitte? Locked. Nein? No one's here. Schade. Rather unassuming for a jewelry store. Damn, he at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. Okay. Unweit des Ladens Barnaby's Hidden Gems wurden wir Zeuge eines Gesprächs zwischen zwei verärgerten Männern, die Mr. Barnaby zu kennen scheinen. Excuse me, just one question. I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Die zwei Gentlemen sagten, dass Mr. Barnaby ihnen Geld schuldet. Er ist als Alkoholiker bekannt und betrinkt sich offenbar gerade in einer hiesigen Bar namens Giddy Gator im Kreolenviertel. Er soll an einem gelben Hut und einem grünen Jackett zu erkennen sein. Kreolenviertel, wo ist das denn jetzt schon wieder? Ist ja da wahrscheinlich hier links. Die Gator Bar. This place. There's a Spartan charm, does it not? It does.
My soul will always yearn for London's gloom, but it reminds me of Cordona in a nice way. Oh. Oh, bitte lebe noch. Barnaby, unconscious but with his eyes open. Mr. Barnaby, das Bankhaus E.W. Gray lädt Sie herzlich zu einer Aktion in geschlossener Gesellschaft ein. Wir freuen uns, eine Kollektion seltener und außergewöhnlicher schwarzer Opale anbieten zu können. Kontaktieren Sie für weitere Informationen bitte unser Personal. Wir würden es sehr begrüßen, Sie mit Ihrem saubersten Anzug und nüchtern in unserem Hause willkommen zu heißen. Sollte es zu einem weiteren unzumutbaren Vorfall kommen, sehen wir uns leider gezwungen, Sie von unserer Liste potenzieller Käufer zu entfernen. Okay, also muss ich nicht den grünen Anzug hier anziehen, ja? Look, Watson, the two of you are just alike. Okay, ein Schnurrbart hat er auf jeden Fall. Like a haggard alcoholic. Eureka! What have you got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Ach nee, der Watson soll dann rein. Okay. Ich dachte... Holmes. Holmes. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? It worked in Switzerland, didn't it? Sure, if you redefine the word worked. You look great, Watson. The guard has myopia, you'll walk right through. Ja stimmt, die sieht nicht so gut. Na dann. Ein bisschen abgekürzt. Glaube ich zumindest. Aber es bestimmt in die falsche Richtung. Ich weiß halt nicht, in welche Richtung, ne? Where's my cash, Frank? In the bartender's tip jar? Ups. Erstmal die blöde Bank wiederfinden. Es ist halt doof, dass man nicht auf der Map sieht, wo man gerade ist. Also da rechts ist die Bank, aber ich laufe jetzt wahrscheinlich wieder. Ja, ich hätte in die andere Richtung laufen sollen. Sieht jetzt aus wie der Riddler. Where's the money, Barnaby? I'll wait here so as not to arouse suspicion. Ach, da drüben. Mr. Barnaby. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Rudy Carey. Guten Tag, hallo. Ich bin der I never seen gems so big. Frank Barnaby. I simply must have them. Und ich möchte herausfinden, wer A ist. Schwarzer Opal, Herkunft Australien, Gewicht 40 Karat, seltener Edelstein, vermutlich ein Bruchstück eines auf der Erde eingeschlagenen Meteoriten. This might be useful. I'll make a note. Das Bankhaus E.W. Gray dankt folgenden Wohltätern der Stadt, die sich um unser Geldinstitut verdient gemacht haben. Wer könnte A sein? Gar keiner von denen. Lol. Hat doch Atkins... Die werden ja nicht ihre Nachnamen da angegeben haben. Na, egal. No pass. Ich hatte hier meine Handtasche stehen lassen. Und Geld. Und ja.
Das Bankhaus veranstaltet eine Auktion in geschlossener Gesellschaft und bietet damit Liebhabern von Edelsteinen die Gelegenheit, schwarze Opale zu ersteigern. Die Bank hält sich hinsichtlich der Herkunft dieser seltenen Edelsteine bedeckt. Die Bankangestellte Zoe Clemens bestätigt jedoch die Echtheit der angebotenen Portale. Ja, muss er ja auch. Ja, sonst ist es dämlich. Do you know anything about this? I'm so sorry. I can't be of help. Hm. Help me, please. I'm so sorry. I can't be of help. Ah, okay. Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. Hä, das war doch die Barfrau, oder? These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. Oh. Wir haben vorhin auch sehr viel Regenbogen gesehen, ja. Als Sherlock in den Keller gegangen ist. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. It doesn't say where these stones came from, no provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Die Frage ist ja, erkennst du deinen Kumpel nicht? Oder willst du überdimensioniert? Der hat ja einen Sheriffstern. Schützenkönig-Auszeichnung, ist stolz und will prahlen. Edler Stoff achtet auf sein Äußeres. Und polierte Fingernägel. Eitel oder rechtschaffenes Image? Ich tippe auf eitel. Gepflegtes Äußeres, aber gefährlich. Bellender Hund, der nicht beißt. Ich denke schon eher das Erstere. Of course I know you, Sheriff. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right, I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, 'cause Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Ha! Uiuiuiui. Knappe Nummer.
Der hiesige Sheriff hat Watsons Verkleidung als Mr. Barnaby durchschaut. Er besteht darauf, dass wir New Orleans morgen früh verlassen. Dieser Misserfolg hat jedoch auch sein Gutes. Watson muss nicht länger Mr. Barnabys eigentümliche, stinkende Kleidung tragen. Es wird Zeit, zurück zum Schiff zu gehen und die Kleidung zu wechseln, damit Watson nicht Gefahr läuft, mit Mr. Barnaby verwechselt zu werden und dann dessen schlechten Ruf zu spüren bekommt. Sheriff Grubbs Wort ist in New Orleans Gesetz. Er ist ein Exzentriker, der auf sein rechtschaffenes Image und sein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild achtet, inklusive seiner Fingernägel. All dies ist jedoch nur eine Fassade, um sein wahres Naturell zu verbergen. Er ist ein gnadenloser Mensch, der in der städtischen Gemeinschaft viel Macht hat und jedem gefährlich werden kann. Eine Bankangestellte sagte, dass die Bank die schwarzen Opale von einem angesehenen Wohltäter der Stadt käuflich erworben hätte. Jo. Schnell wieder raus hier. Hallo Tipsy. Don't want to be rude, but even the man upstairs can smell you. Sherlock, die waren voll gemein zu mir. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Kannst du nicht einfach das Jackett ausziehen und den Hut wegwerfen? Das ist nur, ich frage ja nur. Wo ist das Schiff? Ach so, da drüben. Okay. Sind das meine Sachen, die hier rumliegen? No, no! Was that your luggage again? I don't understand. We just got it back in order. Was? Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John, I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? No, I think the Go look annoy someone actually else while I compliments visit the nymph. Why bother changing it? Ja, ist die Nymph. Eine junge Frau namens Lucy bot ihre Hilfe an. Sie sagte, sie sei in Kabine 6 des Schiffs Nymph of Louisiana anzutreffen, wo sie einen Anzug als Ersatz für Mr. Barnabys stinkende Kleidung hätte. Die will da auch nur an mein Geld und ich habe aber keins mehr. Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby.
Aha. Welcome home. Aha, okay. Rooms available. Da ist Nummer 6. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne will know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Die war ja voll nett, oder? I knew the clothes would fit, but I didn't know how well they'd suit. Oh, die steht auf mich. Die steht auf mich. Ah, forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? So, jetzt bin ich wieder der Shirley. I feel much better in this suit, even if it is not mine. Okay, und wir möchten jetzt ins Fischerviertel, hinter diesem Viertel. Okay, warum kann ich da jetzt wieder nicht hinschnipsen lassen? Lucy gab Watson den Rat, eine Einheimische, die sich Champagne nennt, aufzusuchen. Sie würde über alles und jeden in der Gegend Bescheid wissen und sicher helfen können. Sie soll im Fischerdorf hinter dem Kreolenviertel leben. Muss ich jetzt wieder Leute fragen? May I ask for your assistance? Can't say I've heard about that. Okay. Oh, schreien schon wieder in die falsche Richtung. Could you help me? I don't want to disappoint you, but I'm clueless. Champagne! Champagne! Are you able to help me? I've heard about that. Let me tell you. Die Leute sagen, dass Champagne mit 2 Hunden im Fischerdorf lebt, und zwar in einer Hütte auf einem Boot. Letztens auch einen lustigen Spruch gehört. Der einzige Pain, den ich in meinem Leben haben will, ist Champagne. Ist das hier eine Hütte auf dem Boot? Ja, ne? Wuff, 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 wuff. Wuffeldi, wuffeldi, wuff, wuff, wuff. Hallo, guten Tag. Tocqueville? Lafayette! Hush now. No offense, Cher. Them two don't take kindly to gents. Especially foreigners. How can Champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Some other time, perhaps. Word has it, you know everything that goes on round these parts. Maybe. Maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Cher, I hear everything. This time I tell you for free. Next time, you pay. Thank you. May have been 1, 2 weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire 'em out for dollars. Or a bottle of you-know-what. Thank you for the offer and the help. Der sieht so fertig aus. Was? Hinschnipsen lassen? Einfach auf die Straße stellen? Aber eine gewisse... Ey.
Aus dem französischen Viertel. Wer verbirgt sich hinter A? Schauen wir mal, ob wir jetzt was finden. Charakterprofil, Wachmann, Tafel mit Wohltätern. Vorbesitzer. Bankhaus? Oh, das stimmt sogar. Bei A, in dem Telegramm, das wir im Institut Schwarzes Edelweiß gefunden haben und in dem Edelsteine erwähnt wurden, dürfte es sich um E. Arneson aus dem französischen Viertel handeln. Klug. Ich bin einfach unfassbar klug. Und bescheiden. So, wo ist jetzt das französische Viertel? Was soll denn jetzt das französische Viertel sein? Wir haben doch jetzt schon alle. Hafenamt, Chinatown, Kreolenviertel, Fischerdorf. Das muss ja dann wahrscheinlich hier neben der Bank oder so sein. Do you know anything about this? My dear fella, you're talking to the right man. Passanten gaben uns den Rat vor dem Hafenamt, eine Droschke zu nehmen, um ins Französische... Na, ihr wisst, was ich meine. Wir haben aber gar kein Geld mehr. Got a spot in mind. French Quarter, and get us there fast. Hat er gerade Spider-Man gesagt? Errungenschaft freigeschaltet, die neue Welt. Oh, ist das hübsch hier. Oh, wie schön. You know, Watson, the opulent mansions and stifling heat remind me of my time in the Mediterranean. Cordona does sound rather magical. Do you think you shall ever return? I don't know. That place was home to some of my greatest memories and some of my lowest moments. Ich habe das Gefühl, dass wir nochmal nach Cordona kommen, auch in diesem Spiel. Es wird einfach viel zu oft erwähnt. Lord help me. Excuse me, miss. Are you all right? What is your name? Eula, sir. Waiting for someone, Eula? Yes, sir. My brother Davy. He works for Mr. Arneson in that mansion yonder. Been 5 days now since I last heard from him. Come now, why all the tears? Something happened to Davy. I feel it in my bones. Do you think he may have left the premises? No, sir. Davy, he ain't like you and me. He's smart in some ways, but he can't talk. Not a word. He's pure and kind. Fear not. We will look for your brother. One presumes this gate is locked. Is there any other way inside? There's another entrance through the stables you could try. That's where I meet Davy normally, but I couldn't get in. See, I couldn't find the key. It wasn't in its usual spot. Please hurry, sir. Find him for me.